Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder eine neue Probandin, die Lilly ist heute da und wir machen heute auch wieder ein Head-to-Toe Assessment und ja, wie immer ist es alles nur gespielt, ich bin keine echte Ärztin, die Lilly ist auch nicht krank und genau deswegen dient das Video natürlich nur zu eurer Entspannung. Und ja, es ist natürlich kein Lehrvideo und auch keine medizinische Beratung. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Entspannung und ja, viel Spaß. Du bist da zu deiner jährlichen Untersuchung und dazu werde ich einfach mal so deinen ganzen Körper durchchecken. Und wollte davor nur kurz wissen, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte, wo ich darauf besonders Acht geben sollte? Oder? Nein. Okay. Gut, dann werde ich jetzt einfach anfangen mit den Vitalwerten, ein bisschen die Haut checken und ja, sag dir dann Bescheid, was wir weitermachen. Gut. So, und zwar habe ich hier ein Sauerstoffsättigungsgerät. Da darfst du einfach mal den Zeigefinger reintun. Und da kriegen wir dann den Puls, die Sauerstoffsättigung. Der Puls liegt bei 67 und die Sauerstoffsättigung bei 98. Also perfekt. Dann nehmen wir die andere Seite. So. Genau die gleichen Werte. Auch ein sehr guter Ruhepuls. Dann würde ich den Puls aber auch nochmal so messen, wie die Qualität des Pulses ist. Genau. Auch hier kann man nochmal sehr gut. Dann höre ich mir den Puls auch mal an, ob irgendwelche Störgeräusche sind, aber erwarte ich jetzt natürlich nicht. Und die andere Seite. Gut. Einmal über dem Schlüsselbein. Ich höre keine Nebengeräusche, keine Strömungsgeräusche. Und hier auch nicht. Sehr gut. Das war schon mal gut. Gut, dann würde ich einmal kurz nur deine Kopfhaut anschauen, ohne deine schöne Frisur zu zerstören. Ja. Ob ich da auch irgendwelche Muttermale finde, die man genauer anschauen müsste. Aber das sieht sehr gut aus. Okay, nee, da ist alles soweit, okay? Dann werde ich mir auch noch mal die Haut im Gesicht anschauen, noch mal ein bisschen abtasten, ob ich irgendwelche Schwellungen fühlen kann. Auch so um die Augen herum.
da ist auch nichts geschwollen. Geh dann gleich weiter und schau mal die Lymphknoten an. Ja, da ist auch alles gut. Am Mundboden. Dann die Lymphknoten seitlich am Hals. Hattest du letztens irgendwie eine Infektion? Ja, aber es ist schon länger her, oder? Also so. Ja. Ist jetzt abgeklungen, aber Genau. da ist jetzt auch nichts übrig geblieben. Also keine geschwollenen Lymphknoten, weil manchmal arbeitet das Immunsystem dann im Nachhinein noch und die Lymphknoten sind trotzdem noch geschwollen, aber da ist jetzt nichts und es tut auch nichts weh, oder? Okay. Gut. Okay. Okay, und die andere Seite. Okay, super. Da ist auch alles in Ordnung. Gut. Dann ich mir das kurz auf. Ohne pathologischen Befund. Ich habe hier eine Lampe. Schaust bitte erstmal nur auf meine Nase und dann leuchte ich in dein Auge. Okay. Und weiter auf meine Nase schauen. Okay. Auch sehr gut. Dann kannst du das mal fixieren mit deinen Augen und einfach folgen. Gut, ich werde das schneller. Das hat sehr gut geklappt. Du sagst mir jetzt, wann du meine Finger in deinem Blickfeld siehst, okay? Jetzt. Jetzt. Okay, jetzt sagst du mir, wann du meine Finger nicht mehr siehst. Jetzt. Jetzt. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich hier noch eine Tafel. Würde ich dich bitten, erstmal ein Auge zuzuhalten und mir dann die Buchstaben zu sagen. Wir fangen gleich mal hier an. F, O, D. Jetzt gehen wir gleich etwas weiter runter. H, L, N. Und gehen jetzt mal ganz weit runter. H, A, R. Sehr gut. Dann das andere Auge bitte bedecken. Und jetzt sagst du mir, wohin dieses E geöffnet ist. Also das hier wäre zum Beispiel nach oben geöffnet. Okay, erstmal hier. Nach oben. Nach links. Nach oben. Nach unten. Nach links. Nach oben. Nach unten. Perfekt, sehr gut. Also mit den Augen stimmt auf jeden Fall alles. Und zwar habe ich heute meine Stimmgabel dabei. Genau. Und ich werde jetzt die Stimmgabel zum Klingen bringen, auf deinen Kopf stellen und du sagst mir, ob du es zuerst rechts, links oder beidseits hörst. Beidseitig. Perfekt. So soll es auch sein. Okay, dann darfst du mal die Augen schließen und du sagst mir, auf welcher Seite du es mehr hörst. Rechts. Links.
Beidseitig. Jetzt werde ich dann die Stimmgabel hier auf dein Mastoid platzieren und du sagst mir, wann du den Ton nicht mehr hörst, okay? Jetzt. Jetzt. Also auch da ist alles in Ordnung. Ich würde jetzt noch einen Test machen, wo ich Wörter flüstere und du mir die einfach wiederholst, diese Wörter. Okay. Blütenblatt. Blütenblatt. Überraschungsei. Überraschungsei. Reiswaffel. Reiswaffel. Orchidee. Orchidee. Sehr gut, du konntest alles wiederholen. Also auch mit den Ohren ist alles in Ordnung. Augen, Ohren, Haut, Kopfhaut, Vitalwerte. Bisher alles sehr, sehr gut. Dann würde ich hier an der oberen Extremität so ein paar neurologische Tests machen. Da geht es auch so ein bisschen um die Empfindung. Jetzt erstmal werde ich deine Dermatome so abtasten und es geht darum, ob du einen Unterschied zwischen rechts und links merkst. Das heißt, es muss jetzt gar nicht auf der Haut sein, sondern es geht darum, nimmst du es rechts und links gleich wahr. Das war jetzt mal einseitig. Hat sich das gleich angefühlt? Super. Jetzt machen wir so einen kleinen Krafttest. Die ist aber ganz, ganz sanft, wo du einfach gegen meinen Widerstand hältst. Okay? So, ich drücke jetzt von links, von deiner linken Seite. Halten. Und Achtung, Seitenwechsel. Halten. Und von vorne. Gut. Es geht nur darum, dass ich merke, dass die Muskeln anspannen. Da testen wir so ein bisschen, ob von den Nerven alles in Ordnung ist, von den Halswirbelsäulennerven. Mal die Schultern hochziehen. Sehr gut. Dann dieser Arm einmal hochnehmen und halten. Gut. Einmal so drehen und hochziehen. Gut. Und einmal so und halten. Sehr gut. Noch die andere Seite, wenn die mit Sicherheit auch in Ordnung ist. Halten. Gut. Und halten. Nach unten strecken. Und hier halten. Perfekt. Auch da passt alles. Für die Tiefensensibilität können wir wieder die Stimmgabel benutzen, weil die ja Vibrationen ausübt. Da werde ich einfach so an der Hand ein paar Punkte testen und du sagst mir wieder, wann du die Vibration nicht mehr spürst. Genau. Kannst du die so ein bisschen nach oben halten, wenn es geht? Mach die Augen bitte zu. Einmal noch umdrehen.
neurologisch ist tatsächlich alles gut soweit. Also an der oberen Extremität. Genau, ich würde vielleicht auch nochmal ähnliche Tests für unten machen. Aber jetzt, wo du noch sitzt, würde ich noch einmal deine Lunge abhören im Sitz. So. So, immer wenn dich das Stethoskop berührt, bitte einmal tief ein- und ausatmen. Sehr gut, ich höre auch da auf Nebengeräusche, Rasseln, Giemen, aber auch da gibt es keine pathologischen Atemgeräusche. Sehr gut. Dann werde ich das auch noch mal mit der Perkussion machen. Also einmal abklopfen quasi. Ja, genau. Da höre ich dann auf den Klopfschall. Also es soll ein sonorer Klopfschall sein, weder gedämpft noch verstärkt. Andere Seite. Okay, da hat alles soweit gepasst. Genau, dann machen wir jetzt weiter in Rückenlage. Da höre ich auch nochmal von vorne ab und klopfe so ein bisschen ab. Und dann machen wir noch die untere Extremität mit den Tests. Genau, auch hier werde ich jetzt nochmal deinen Puls ertasten. Nochmal zu spüren, ob der soweit von der Qualität weiterhin gut ist. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob du liegst oder sitzt. Aber auch da ist alles gut spürbar. Da ich jetzt nochmal die Lunge von vorne abhöre, werde ich jetzt auch nochmal hier die Karotis abhören. Jetzt erstmal ganz normal atmen. Da geht es jetzt eher wieder um die Strömungsgeräusche. Auch so bezüglich, da du ja einen Infekt hattest, weil manchmal hat man ja auch Angst, dass das aufs Herz geht. Das kann natürlich nicht schaden, das einfach sich nochmal intensiver anzuhören. Aber ich höre da keine Strömungsgeräusche. Na, dann kann ich jetzt auch gleich dein Herz von hier abhören. Systole, Diastole geht zusätzlich an deine Halsschlagader, um das quasi abzugleichen. Da die Systole zur gleichen Zeit passiert. Ja, auch da, das passt zusammen. Dann werde ich jetzt deine Lunge weiter abhören. Du darfst wieder, wenn dich das Stethoskop berührt, tief ein- und ausatmen.
von vorne, keine Atemgeräusche, also keine Atemnebengeräusche hörbar. Jetzt auch noch mal hier ein bisschen abklopfen. Okay, also da hört sich alles ganz normal an. Das heißt auch Herz und Lunge sind soweit gut. Genau, von den anderen inneren Organen, da brauchen wir jetzt in deinem Fall nichts zu checken. Da ist ja auch soweit alles. Jetzt hast du ja keine Beschwerden, deswegen können wir die jetzt mal auslassen. Und jetzt würde ich eben deine Beine nochmal untersuchen, wie wir es gerade gemacht haben, auch bei den Armen. Ich werde jetzt wieder entlang deiner Dermatome streichen und du sagst mir einfach wieder, ob du einen Unterschied merkst. Okay. Hast du einen Unterschied gemerkt? Nein. Okay. So, dann bitte das Bein mal nach oben nehmen und halten. Gegen meinen Widerstand halten. Und jetzt versuchen zu strecken. Sehr gut. Ablegen. Das gleiche mit der anderen Seite. Anheben. Halten. Versuchen zu strecken. Und ablegen. Jetzt mich einmal versuchen zusammenzudrücken. Jawohl, gut. Jetzt einmal den Fuß ranziehen, nach oben beide. Gut. Und einmal die Zehen hochziehen. Sehr gut. Okay. Dann werde ich jetzt hier auch nochmal diesen Stimmgabeltest machen mit der Vibration. Jetzt. 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 Okay, super. Gut, dann taste ich nur noch mal den Puls. Ja, gut. Okay, auch da passt alles. Du darfst dich dann noch einmal aufsetzen zum Abschluss. So, wir sind jetzt soweit fertig. Und du hast es ja schon währenddessen mitbekommen. Es ist alles in Ordnung. Von den Vitalwerten, Haut, neurologische Untersuchungen haben wir heute intensiver gemacht. Genauso wie die Lunge und das Herz. Habe ich nichts gehört, was irgendwie auffällig ist. Das heißt, man müsste dich jetzt auch nicht überweisen an jemand anderen. Wenn jetzt weiterhin nichts ist, dann kannst du einfach in einem Jahr wiederkommen. Okay. Dann machen wir einen neuen Check. Okay. Okay, gut. Dankeschön. Gerne. Tschüss.